Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch erklären und zeigen, woran es liegen kann, wenn bei eurem Bosch, Siemens oder Neff Geschirrspüler im Display der Wasserhahn und das Zeichen für Klarspüler blinken. Um diesen Fehler zu kontrollieren und genauer nachzuschauen, müssen wir zuerst die rechte Seitenwand abbauen, also die rechte Seitenwand, wenn ihr auf das Gerät schaut. Wenn ihr dann die Seitenwand entfernt habt, nehmt ihr noch diese Dämmung nach oben, dass die euch nicht im Weg ist. Die könnt ihr hier einfach drauflegen und schon befindet sich hier unten die Elektronik. Um die Elektronik oder um die Heizung zu prüfen, entfernen wir zuerst den Deckel dieser Elektronik. Der ist seitlich eingerastet. Danach kann man den hochheben und zur Seite wegnehmen. Wenn ihr den Deckel abgenommen habt, seht ihr hier auf der Seite die Anschlüsse von der Heizung. Damit man das besser sieht, nehme ich euch mit der Kamera mal etwas näher mit ran. Hier an diesen Steckern ist zum einen die normale Heizpumpe angeschlossen, zum anderen die Zeolithheizung. Dazu entfernt ihr zuerst einen Stecker. Der ist hier oben nochmal mit einem kleinen Haken gesichert. Ich zeige euch das gleich nochmal. Den könnt ihr herausziehen. Und wie gesagt, hier oben habt ihr noch einen kleinen Haken. Dieser Stecker, an dem sich nur zwei rote Kabel befinden, ist der Stecker für die Zeolithheizung, also den Glasheizkörper oder den Heizkörper direkt im Zeolithbehälter, der sich hier dahinter befindet. Diesen Stecker entfernt ihr, danach startet ihr einen kurzen Probelauf. Sollte der Fehler E10 auftauchen, ist das völlig normal, denn wir haben ja diesen Stecker entfernt, also die Elektronik erkennt im Prinzip, dass keine Zeolithheizung mehr angeschlossen ist. Wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr sicher gehen, dass das Problem mit der Zeolithheizung besteht. In euren Geschirrspüler mit Zeolithtrocknung seht ihr hinten rechts im Spülbehälter die Auslassöffnung für die Zeolithdämpfe. Das ist dieser Behälter. Den Deckel könnt ihr relativ einfach entfernen, indem ihr den ganzen Deckel nach links dreht. Das ist nur so ein Bajonettverschluss. Danach könnt ihr den entnehmen, könnt hier hinten in den Zeolithbehälter hineinschauen. Hier sieht man auch das Granulat, das ist dieses Zeolith. Und wenn ihr die Heizung trocknen wollt, föhnt ihr einfach so circa 10 Minuten bis eine Viertelstunde in diesen Behälter mit einem Föhn hinein. Danach setzt ihr den Deckel wieder auf und startet einen Probelauf. Meistens hat sich dann das Problem schon erledigt und der Fehler tritt nicht erneut auf. Um den Deckel aufzusetzen, setzt ihr ihn hier auf und dreht ihn dann nach rechts, bis er wieder im rechten Winkel zur Ecke steht.